Beginnen wir mit Runde 1. Ihr legt den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, zweimal um den Daumen und haltet den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Dann geht ihr von oben am Daumen in die Schlaufe, holt euch den Spannfaden aus der Mitte, holt ihn nochmal und häkelt eine Luftmasche, noch einmal eine zweite Luftmasche. Wir benötigen jetzt gleich Stäbchen. Dazu häkle ich aber nur 2 Luftmaschen, damit, wenn man einmal rum ist, einen schöneren Abschluss hat. Und nun geht es weiter immer um die beiden Fäden herum. Wir benötigen zusätzlich nochmal 2 Stäbchen. 1, 2. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche und wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, und insgesamt benötigen wir 6 Grüppchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Nachdem ich meine 6 Grüppchen nun gehäkelt habe, dürft ihr dann die letzte Luftmasche nicht vergessen und stecht dann in die zweite Luftmasche von unten ein und schließt die Runde mit einer Kettmasche. Danach könnt ihr den Fadenring zuziehen. Das war Runde 1. Runde 2. Nun mogeln wir uns mit 3 Kettmaschen in die nächste Lücke. Dazu machen wir eine Kettmasche in das zweite Stäbchen, eine Kettmasche in das dritte Stäbchen und nochmal eine Kettmasche um die Luftmasche herum in der Lücke. Jetzt haben wir hier einen sauberen Abschluss, 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen in die Lücke um die Luftmasche herum. 1, 2, 3 und 4. Jetzt haben wir optisch unsere 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, nächste Lücke, die nach 3 Stäbchen kommt und wieder um die Luftmasche herum 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Luftmaschen, in die nächste Lücke wieder 5 Stäbchen. Und so geht es dann jetzt weiter, bis ihr in jeder Lücke 5 Stäbchen gehäkelt habt und immer die 2 Luftmaschen dazwischen. Am Ende der Runde die 2 Luftmaschen nicht vergessen und die Runde in der zweiten Luftmasche von unten schließen. Deswegen häkeln wir auch am Anfang nur die 2 Luftmaschen und dann habt ihr eine super gerade Kante. Runde 3. Wir müssen uns jetzt ab hier immer in das 4. Stäbchen mogeln. Das machen wir immer mit 3 Kettmaschen. Wir befinden uns hier über dem ersten Stäbchen und stechen also in das 2. Stäbchen ein und häkeln eine Kettmasche. Dann in das 3. Stäbchen eine Kettmasche und in das 4. Stäbchen eine Kettmasche, damit wir hier einen schönen sauberen Rand aus 3 freien Stäbchen haben. Dann machen wir 2 Luftmaschen wieder und häkeln noch ein Stäbchen in das letzte 5. Stäbchen.
Und nun 5 Stäbchen um die Kette herum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Luftmaschen und wieder ins 4. Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und in das 5. Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach wieder um die Kette herum 5 Stäbchen. 3, 4 und 5. 3 Luftmaschen und so sieht es dann aus. Noch ein letztes Mal. Auch hier wieder in das 4. Stäbchen einstechen, sodass wir immer 3 Stäbchen freilassen. In das 5. ein Stäbchen und danach um die Kette herum nochmal 5 Stäbchen. Und so geht jetzt die Runde bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen nicht vergessen und geschlossen wird wieder in der 2. Masche von unten. Das war Reihe 3. In Reihe 4 mogeln wir uns wieder ins 2. Stäbchen und häkeln eine Kettmasche. 3. Stäbchen eine Kettmasche, 4. Stäbchen eine Kettmasche, sodass wir 3 saubere freie Stäbchen haben. 2 Luftmaschen und nun ins 5., 6. und 7., also in alle darauf folgenden Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und danach um die Kette herum wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. 4 Luftmaschen und danach ins 4. Stäbchen einstechen, ein Stäbchen häkeln und ab da wieder alle restlichen Stäbchen häkeln. Und um die Kette herum wieder 5 Stäbchen. Vier Luftmaschen und wieder in das 4. Stäbchen einstechen, sodass wir 3 frei haben. Alle restlichen Stäbchen behäkeln mit jeweils einem Stäbchen und wieder 5 Stäbchen um die Kette. Vier Luftmaschen und das Ganze bis zum Ende. Und so geht es jetzt immer weiter. Ihr schließt die Reihe mit 4 Luftmaschen und danach in die 2. Masche mit einer Kettmasche. Danach mogelt ihr euch wieder ins 4. Stäbchen mit 3 Kettmaschen und behäkelt ab da wieder jedes Stäbchen mit einem Stäbchen und häkelt 5 Stäbchen um die Kette herum. Das Einzige, was ihr euch jetzt hier immer merken müsst, ist, dass in jeder Reihe die Kette um eine Masche, um eine Luftmasche wächst. Wir haben den Fadenring begonnen und haben dort immer eine Luftmasche zwischen gehäkelt. In Reihe 2 2 Luftmaschen, in Reihe 3 3 Luftmaschen, in Reihe 4 4 Luftmaschen, in Reihe 5 würden jetzt 5 Luftmaschen kommen. Ich habe es versucht halt so einfach wie möglich zu halten. Das Ganze bleibt perfekt glatt und kommt gut aus.
Ansonsten ist immer wichtig halt, dass ihr im 4. Stäbchen startet und die 5 Stäbchen um die Kette nicht vergesst. Der Rest ist halt nur auffüllen. Und so entsteht dieser wunderschöne Wirbel. Und ab hier kann dann jeder für sich selbst entscheiden, wie viele Reihen er machen möchte. Zurück nach 10 Reihen sieht mein Wirbel jetzt so aus. Das heißt, auch die Luftmaschenkette besteht aus 10 Maschen. Ich habe mich dazu entschieden, für die Stola noch mit 2 anderen Farben zu häkeln. Zum einen so ein, ja, was ist das? Beige. Beige-braun, eher meliert. Und einem Grau. Wie viele ich davon benötige, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wie ich das anordnen werde, auch noch nicht. Ich werde jetzt erstmal noch weiter häkeln und zeige euch dann das Ergebnis, wie ich mich entschieden habe. Bis gleich. Und zum Schluss kommen wir noch zum Vernähen. Den Faden nehme ich mir ungefähr 3-mal die Breite von den Maschen und mache mir unten am Ende ein Knötchen hinein. Ich lege mir die Wirbel so, dass das Ganze aussieht wie so eine Gleve, sage ich jetzt mal. Und dann können wir das Ganze vernähen. Dazu nehme ich immer die innenliegenden Schlaufen einer Masche. Und zwar hier vom ersten Stäbchen und hier vom ersten Stäbchen. Ziehe den Faden recht weit durch. Und dadurch, dass ich am Ende einen Knoten habe, kann ich das dann so schon fixieren. Und dann heißt es ab hier eigentlich nur noch immer in die innenliegenden Schlaufen hin und zurück nähen. So, und dann könnt ihr das Ganze einmal noch anpassen und habt dadurch eine schöne flache Naht. Am Ende gehe ich hier vorne noch mal durch ein paar Schlaufen durch, wickel den Faden 2-mal um die Nadel, ziehe das Ganze durch und den dann einmal so ein bisschen verstecken, abschneiden und schon sind unsere ersten beiden fertig und wir haben nur noch ein kleines bisschen Faden über und eine schöne flache Naht. Und zum Schluss, nachdem alles vernäht ist, sieht das Ganze so aus. Ich würde sagen, es kann sich sehen lassen, auch eine schöne flache Naht. Und nun müssen wir noch einen Abschlussrand häkeln. Da habe ich mich für einen etwas stylischeren entschieden, der nicht einfach nur verdreht ist, sondern so ein bisschen absteht, aber auch irgendwo zum Muster passt. Ich werde mich allerdings hier an den Farbpartien halten und dementsprechend immer je nach Farbe auch den Faden wechseln. Also im grauen Bereich grau, hier in diesem dunkellilanen Bereich dunkellila und in einem anderen halt die andere Farbe. So, dann fixiere ich nun hier den Faden und häkel 3 Luftmaschen. Fahre mal etwas näher ran. So. Dann lasse ich 4 Maschen immer frei, einen Umschlag und häkel ein Stäbchen. Dann wieder 3 Luftmaschen und dann häkeln wir hier um dieses Stäbchen herum. Und zwar 4 Stäbchen um dieses Stäbchen, dass wir insgesamt 5 Stück haben.
Danach brauchen wir jetzt wieder 3 Luftmaschen, wieder 4 Maschen freilassen, einen Umschlag und ein Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und um dieses Stäbchen herum 4 Stäbchen. Und das war jetzt auch der ganze Spuk. Also man kann sich immer die 3 Luftmaschen merken und die 4 Maschen, die man auslassen muss. Der Rest wird einfach ums Stäbchen herum gehäkelt, immer im gleichen Abstand. 3 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und wieder ein Stäbchen hineinhäkeln. Und um das Stäbchen dann wieder 4 Stäbchen vorher mit 3 Steigeluftmaschen. Ein simpler Rand, der, wie ich finde, halt sehr stylisch aussieht. So, ich werde jetzt noch weiter häkeln und zeige euch noch das Endergebnis. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten gilt wie immer, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.